Moin Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner FM 2024 Karriere mit Heidenheim. Ich zeige euch jetzt gerade mal, was ich offscreen vom Geschehen gemacht habe. Wir gehen mal in den Kalender rein, beziehungsweise in den Terminplan. Ihr seht, die ganzen Testspiele, die haben wir weitestgehend souverän gewonnen. Auch gegen unsere B11 haben wir mal ein Testspiel gemacht, 5:2. Das war jetzt auch nicht anders zu erwarten. Jetzt wird es halt das erste Mal richtig heikel, und zwar gegen Energie Cottbus, die leider auch nicht das echte Logo haben. Regionalliga Nordost müsste das sein. Ist quasi ein Pflichtsieg für uns, um mal so ein bisschen reinzukommen, weil unser Startprogramm in der Bundesliga, ich weiß nicht, wie viele Spiele wir heute schaffen, vielleicht schaffen wir gegen Wolfsburg und Hoffenheim noch, gegen Dortmund wird schwer bis Anfang September, aber wir haben unter anderem ein paar Physios verpflichtet, Mannschaftsarzt und so weiter, ein paar Chef-Scouts, die sind hier so über die Bühne gegangen, vorgeschlagene Auswahl. Jetzt gibt es hier erst nochmal die Nachricht, HSPP debütiert als Trainer in einem Pflichtspiel, davor die ganzen Freundschaftsspiele hat quasi mein Co-Trainer übernommen. Jetzt gibt es hier auch immer Wettquoten. Okay, Wettquote ist hier 2 und nur 3,5 auf Energie Cottbus. Also so deutlich ist das gar nicht. Schiedsrichter ist Felix Brich. Eigentlich auch ein erfahrener Mann. Bei uns fällt leider Tim Kleindienst aus. Das ist sehr, sehr schade. Bänderzerrung im Knie. Ich hoffe, dass er zumindest bis zum Bundesliga-Start wieder da ist. Schmidt mit Warnung an Heidenheim. Nehmt Hildebrand ernst. Das ist wahrscheinlich von Energie Cottbus, genau. Ein Mann, der hat jetzt schon eine Vorlage in 2 Einsätzen, die sind schon mitten im Liga-Geschehen. Ich bin jetzt gespannt, ob wir auch in dieses 3D-Spiel reingehen oder ob wir das auch einfach simuliert bekommen. Wir schauen mal. Das sind unter anderem auch die Partien. Wir spielen nämlich an einem Freitag. Okay, Saarbrücken gegen Hannover, Dresden gegen Düsseldorf, Rot-Weiß Essen gegen St. Pauli. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es vielleicht ein paar Überraschungen gibt. Wir müssen jetzt nicht unbedingt mit dabei sein. Fischer wird Mainka wohl nicht holen. Urs Fischer. Achso, Union Berlin, genau, da gibt es ein paar Gerüchte. Mich wollte auch schon einer anrufen, weil Mainka irgendwie ja vor einem Abgang stehen soll, aber den habe ich dann glatt mal abblitzen lassen. Das soll auch ein hinterhältiger Charakter sein, stand auch mit dabei. Also das auch nochmal zum Thema detailtreu hier im Fußballmanager. So, hier gibt es schon die ersten Überraschungen. Oder? Nee, Hannover gewinnt. Dresden gegen Düsseldorf. Ja, ist ja hier dritte Liga gegen zweite Liga. Und Rot-Weiß Essen auch weiter. Ist auch, nee, dritte Liga gegen zweite Liga. Okay. Schauen wir mal gerade hier rein, ob jetzt unser Spiel auch einfach nur simuliert wird oder ob wir ins 3D-Spiel reingehen. So, Saisonvorschau Union. Interessiert mich jetzt eigentlich auch wenig. Erstmal so Feedback, Meeting der Transferabteilung. Ein Scouting-Fokus. Ja, die suchen fleißig Spieler. Wir gehen jetzt gerade nochmal zur Besprechung. Wen haben wir denn hier? Marcel Hoffmeier von Paderborn haben wir verpflichtet. Und dafür Luis Schabe abgegeben. Das ist aber, glaube ich, auch ein Jugendmann gewesen. Aber Transferliste ist Christian Kühlwetter, der war zum Beispiel in Australien im Gespräch. Das habe ich dann auch mal glatt, ja, abgelehnt, zu Empfehlungen springen. Da war einmal hier Florent Muslia. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Empfehlung. Hier sieht man dann auch Pro und Contra. Finde ich auch sehr, sehr gut. Wäre eine großartige Verpflichtung. Hat auch einen sehr, sehr guten, was haben wir jetzt hier? Warte mal, Transfer. Achso, aktiv. Scouting-Fokus erstellen. 6 mit Einschränkung. Also das sind noch ein paar andere Spieler. Ein Endo von Union wäre natürlich auch geil. Ihr seht hier die Empfehlung. Die beiden wären nicht so empfehlenswert. 18 in der Arbeit. Also da könnte sogar sein. Jens-Peter Auge steht bei uns auf der Liste. Ne, glaube ich nicht. Wir machen jetzt einfach mal andere Spieler zeigen. Ja, nee, zurück zum Scouting-Fokus. Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Soll ich das bestätigen oder was? Okay. Scouting-Fokus. Beende ich jetzt mal das Meeting. Nichts unternommen. Das werden die ja wohl machen nebenbei, oder? Also die Spieler vielleicht verpflichten. So, gehen wir mal rein. Postangang Fitnesstest. Wir sind soweit alle fit. Außer halt leider Tim Kleindienst, der ist jetzt nicht fit. Hier haben wir jetzt also die ersten Spiele. Frankfurt spielt unter anderem bei Atlas Delmenhorst. Balingen, Waldhof. Hier gibt es natürlich viel mehr Mannschaften wie jetzt beim, glaube ich, EA-Manager. So, jetzt sind wir hier in der Kabine drinne. Schauen wir gerade mal, dass wir eine Veränderung vornehmen. Ich setze das natürlich um. Jetzt gehe ich hier erstmal raus aus dem Fenster. Umsetzen, ja. Umsetzen. Mehr verteidigen, Aufgaben selbst regeln. Ne, das soll ruhig mein Co-Trainer machen. Ausverkauftes Haus. 10.475 Karten. Achso, Verkauf, nicht ausverkaufen. Ja, blöd hier. So, alle Spiele. Genau, anderer Ratschlag haben wir nicht. Dann gehen wir mal zur Teamauswahl. 26 Grad. Windig ist es ein bisschen. Ja, Aufstellungsempfehlungen. Vorgeschlagene Auswahl nutzen. Machen wir einfach mal, also spielt Pieringer vorne, Beste links, dann Tomalla, Dingshi, Gimba, Maloney, Föhrenbach, Siersleben, Mainka, Busch und Müller. Die erste Elf soll uns also mal in die zweite Pokalrunde schießen. Und jetzt schauen wir mal, der ausgewählte Spieltagskader wurde
über die Aufstellung und den Plan informiert. Ermutigt, sieht erstmal gut aus. Dann gehen wir zum Spiel. Also gehen wir jetzt auch ins 3D-Spiel rein. Da habe ich auch schon mal ausprobiert. Da werde ich nur die Highlights dann zeigen, dass wir quasi hier so ein bisschen durchkommen. Ja, auch nicht schlecht. Oh, sogar mit Hintergrund-Sounds. Bin froh, dass Minecraft heute, genau, das ist von Social Media. Der Alessandro, ich sage einen Sieg voraus, hat 12 Daumen nach oben. Ich bin froh, dass Minecraft heute von Anfang an spielt. Na, wenn die Fans zufrieden sind, dann sind wir doch auch zufrieden. So, dann machen wir mal allgemeine Mannschaftsansprache. Achso, Mannschaftsansprache beendet. Ich kann gar keine machen, oder wie? Verantwortlichkeit. Ah nee, das hat Bernhard Rapp gemacht. Okay, ich stehe ja nur an der Seitenlinie. Ich bin ja im Prinzip, also ich bin nur der einfach da steht und sich dann die Lorbeeren abholt. So, Cottbus spielt im 4-3-3 mit einem 6er, 2 Achtern. Und wir in meiner Lieblingsformation klassisches 4-2-3-1 und 2 DMs. Hier ist zwar eine Riesenlücke, aber das wird ja hoffentlich ja keine großen Auswirkungen haben. Also, dass wir heute weiterkommen müssen, ist klar. Die Kommentatoren sind auf ihren Plätzen, dann mal rein ins Spiel. Machen wir mal weiter. Genau, hier unten gibt es dann quasi noch ein paar Anweisungen, die wir machen können. Das kennt ihr aber sicherlich, wenn ihr das schon mal gespielt habt. Das ist jetzt für euch nicht so wahnsinnig neu. Ich gehe jetzt gerade nochmal hier oben rein. Ich mache gerade nochmal hier kurz die Pause. Warte mal. Zurufe mache ich erstmal Konzentration. Die gesamte Mannschaft, Grundausrichtung ist erstmal ausgewogen. Und dann konnte ich doch hier irgendwas in den Highlights einstellen. Warte mal. Genau, und zwar hier erweiterte Highlights. Spieltempo während den Highlights ist, ja, machen wir mal normal. Spieltempo während den Textkommentaren, dass wir hier auch ein bisschen durchkommen. So, dann bin ich mal gespannt, wie das hier abläuft. Die ersten Minuten. Es soll wohl auch ein bisschen besser aussehen, das 3D-Spiel. Da waren einige im letzten Spiel nicht so zufrieden. Oh, jetzt kommt die Cottbuser zum ersten Mal. Erster Schuss und Müller. Ich sage euch, das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe hier. Konzentration ist hier auf jeden Fall angesagt. Ich habe jetzt hier keinen Bock, dass wir so einen schlechten Saisonstart haben. Achtung, Dingshi klärt erstmal. Sehr, sehr schön. Aber hier kannst du immer mal stolpern. Das ist sehr, sehr gefährlich. Bei Cottbus, die sind schon drinne im Saisonmodus. Die haben schon 2 Spiele gespielt. Die haben also schon ein bisschen Spielpraxis. Wir haben halt nur unsere Testspiele gegen unterklassige Vereine. Das kannst du eigentlich nicht wirklich werten. Aber mal gucken. Jetzt Dingshi. Es geht natürlich sehr ausgewogen. So wie ich das auch meinen Co-Trainer habe einstellen lassen. Erstmal hinten rum. Aber vielleicht Gimba. Oh, schönes Ding. Und Beste. Da ist es doch das erste Tor. Und wie schön das gespielt war. Da loben wir mal gleich die gesamte Mannschaft. Mal reinrufen. Hier, aber schön gespielt hier. Der Ball bewegt sich auch ein bisschen flüssiger. Das haben einige auch gesagt, dass das verbessert wurde. Hier, schöner Ball. Zack. Und dann der direkte Abschluss. Ja, und Sebald sieht da jetzt auch nicht unbedingt glücklich aus. Aber egal, Einzelführung, das ist wichtig. Ja, auch in Abwesenheit von Tim Kleindienst machen wir das. Jetzt kriegen wir mal eine Ecke. Und natürlich wieder Beste. Schöne Ecke, schöner Kopfball. Nee, aber Ehren Dingshi holt sich nochmal den Ball. Ja, Siersleben, nochmal Beste. Mainka. Ganz, ganz guter Aufbau. Sehr schnell und direkt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dingshi, nächste Chance. Schade. Wahnsinnsspielzug. Ich sage euch, wir werden noch deutscher Meister, wenn wir so weiterspielen. Wahnsinn. Ne, warte mal, ich verdrücke mich hier immer. Hier kann man natürlich dann auch noch verschiedene Sachen einstellen. Das wirklich für die hammerharten Freaks hier. Ich lasse das jetzt erstmal so. Es läuft ganz gut. Zuruf mache ich mal jetzt hier ein bisschen mehr Concentration. Felix Brüch gibt den Freistoß. Ne. Wir sind direkt wieder vorne im Angriff. Mainka. Ich mache mal die Maus hier aus dem Bild raus. Dingshi, ja. Auch wieder ein schöner Spielzug. Also wir sehen, nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir hier uns auf jeden Fall gefangen. Sehr, sehr gut. Wieder die Ecke. Ja, vielleicht diesmal. Nee. Na, gibt die nächste Ecke von der anderen Seite. Hier spielt nur eine Mannschaft, obwohl die hier alle ein bisschen depräsent. Achso, ist überfordert vom Zuruf. Wieso? Weil ich gerade reingerufen habe, gelobt oder so. Das ist für die schon Überforderung. Also das wundert mich. Okay, ich rufe jetzt mal nicht rein. Schon wird die Laune wieder besser, ruhig, gelassener. Vielleicht darf ich gar nicht so oft reinrufen. Ich würde ihnen ja gar nichts Böses, ey. So, jetzt mal aufgepasst. Jetzt kommen die Cottbusser, oder? Ja. Prokopenko. Oh, Achtung, ist gefährlich. Und der Ausgleich von Tim Heike. Der hat gleich mal den Nachnamen seiner Frau übernommen. Beziehungsweise den Vornamen seiner Frau. Aber hier gibt es ja auch VAR. Vielleicht ist es auch abseits. Weil das sah mir vorne schon ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich glaube, das ist... Oh, weiß ich nicht, ob da nochmal auf Abseits geguckt wird. VAR und so.
Aber ich glaube, Match Momentum. Ich guck mal gerade hier. Ah, okay, er wird es auch automatisch. Ah, nee, wird nicht gestoppt. Ah, nee, hier, Match Momentum. Unser Team kontrolliert zurzeit den Ball, deshalb läuft es so gut. Naja, so gut läuft es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es steht gerade mal 1-1. Zurufe. Ich will jetzt nicht schon wieder zurufen. Mach ich mir hier die Konzentration. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die sich dadurch überfordert fühlen. Dann war es also kein Abseits. Ich habe jetzt gedacht, da wird nochmal auf Abseits kontrolliert, aber steht bislang 1-1. Ja, und so unbedingt die bessere Mannschaft sind wir jetzt auch nicht. Also da muss auf jeden Fall mal ein bisschen was mehr nach vorne gehen. Gehen wir rein in die Kabine. An alle, wir können immer noch gewinnen. Arbeitet konzentriert weiter und ihr werdet dafür belohnt. Ja, gelassen, 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 ruhig. Hier sind zwei Leute ein bisschen ängstlich, warum auch immer. Ah ja, die können froh sein, dass ich nicht die Ansprachen halte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich lasse jetzt mal in Ruhe. Was machen wir denn mal hier bei den Anweisungen? Wollen wir vielleicht ein bisschen mehr nach vorne spielen oder was? Zeitspiel niemals. Standard, die Angriffsbreite. Achso, Breite, nee. Ist okay, kann so bleiben. Pass in die Tiefe. Ist auch sehr gewünscht, wenn wir denn vorne auch mal einen kopfballstarken Spieler dann bald drin haben mit Tim Kleindienst. Der wird hoffentlich zum Saisonstart gegen Wolfsburg wieder fit. Aber auch hier im Pokal, aber ihr seht hier anhand der Statistik, ey, die sind nicht viel schlechter. Also wir müssen uns ganz schön strecken. Das wird noch hammer hart. Ey. Auch gegen Wolfsburg dann, das werden wir dann im nächsten Part machen. Und vielleicht auch schon gegen Dortmund, beziehungsweise gegen Hoffenheim. Oh, jetzt kommt erstmal beste nächste Chance. Jawohl. Da ist es doch. Aber ich will das gerade mal verlangsamen. Das ist mir ein bisschen zu schnell hier. Spieltempo während der Highlights machen wir mal ein bisschen normaler, so dass wir da ein bisschen hinterherkommen. So, und dann gibt es ja auch verschiedene Kameraperspektiven. Wir lassen aber erstmal Regisseur, das ist glaube ich eine ganz gute. Und dann machen wir das mal ein bisschen langsamer, dass wir auch nochmal mitkommen. Jetzt darf ich aber zurufen und loben, oder? Ich glaube, da fühlen sie sich nicht von beeinflusst. So, Gimba und dann haben wir hier Beste. Der geht wieder vorbei und dann aus spitzen Winkel, ey. An die Latte noch mit ein bisschen Glück. Borgmann konnte mit Beste nicht mithalten. Das ist es doch. Das ist es halt. Wenn die mit uns nicht mithalten können. So, und weiterhin leicht das dritte nachlegen. Aber ihr seht, die Cottbusser, die geben nicht auf, ey. Im Angriff gehalten. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Okay, so langsam soll es jetzt auch nicht laufen. Da können wir auch nochmal ein bisschen was verändern. Etwas schneller, so vielleicht. So ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ruhiger Aufbau, das ist gut. Aber bloß hinten kein Eigentor. Ja, schön den Gegner laufen lassen, so sehe ich das gerne. Und jetzt Busch mal mit einem Sprint. Komm, der nimmer müde Busch. Und jetzt haben wir leider keinen Kleindienst. Aber Pieringer ist da, schade. Ja, auch ein schöner Kopfball. Also wir machen schon Druck hier. Man sieht in den Highlights, wir sind schon die bessere Mannschaft vielleicht. Aber Pokal hat immer seine eigenen Gesetze etc. pp. Buschs Name wurde notiert. Okay, hat die gelbe Karte bekommen. 68. Minute, also so ein drittes Tor wäre schon ein bisschen beruhigender. Ich glaube, dann wäre das Ding hier auch durch. Aber solange wir das halt nicht haben... Oh, ich habe da immer Schiss, dass der durchgeht. Ja, Siersleben wieder Beste. Doppeltorschütze, Achtung Müller. Ja, ist alles sehr kontrolliert. Cottbus, wie gesagt, mit dem 4-3-3, mit einem Sechser, 2 Achtern davor. Ganz, ganz souverän. Dingshi. Jetzt vielleicht mit dem Ball oder macht es allein und wieder Beste. Jawohl, Hattrick. Jan-Niklas Beste, Werder Bremen bildet aus. Das ist ja geil. Perfekt, das haben wir jetzt mal gebraucht. Genau wieder schön gespielt. Hier gehen wir in die Tiefe. Ja, haben wir ja gerade gesehen. Eingestellt und dann Dingshi. Und dann macht das Beste. Ah, okay, der war abgefälscht vorher. Egal. Das Tor zählt. 3-1. Mit dem Hattrick. Da muss auf jeden Fall einen ausgeben. Teammann, ja, hinzufügen. Ich muss ja auch immer mal auf die Trainerbank achten. Wir gewinnen heute viele Kopfballduelle. Wenn wir schaffen, mehr Flanken in den Strafraum zu bringen, dann wird das auch was bringen. So, wieder nächster Eckball. Ja, umsetzen. Ich weiß nicht, Auswechslung macht der auch selber eigentlich? Weiß ich gar nicht, ob er die Auswechslung auch selber macht. Ich hoffe, ich muss da nur ab und zu mal oben auf Pause gehen. Dass er die Auswechslung selber macht, aber ich glaube, jetzt ist es entschieden. Ja, Dingshi, oh, Pfostenschuss. Gehen nochmal weiter mit Busch gegen Putze. Achso, Energie Cottbus hat gewechselt. Ich weiß nicht, wechseln wir auch mal? Ich mache mal hier kurz auf Stopp. Achso, Benadrap hat jetzt gerade gewechselt. Okay, ja, umsetzen. Alles klar, der macht das von alleine.
Okay, also Hasse, Kapulka und Thiele. Ah, das ist eher Energie Cottbus, ne? Obwohl, haben wir auch schon gewechselt? Ja gut, wir haben jetzt hier Pick einmal reingebracht. Ich denke mal, das wird auch... was ist das denn jetzt? Eine andere Kameraperspektive? Nein! Ha! Einfach mal ein bisschen getäuscht und Dingshi darf auch nochmal ran. 1:4 mit dem Schlusspfiff. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Die erste Runde schon mal problemlos überstanden. Das ist auch eine sehr interessante Kameraperspektive. Und Dingshi, zack, mit dem Kopf gegen Borgmann und an Sebald vorbei. Keine Chance. Also Gott sei Dank haben wir das hier hinbekommen. Jetzt müsste auch eigentlich Schluss sein. Guck mal, wir sind schon in der 95. Minute. Jawohl, also Schlusspfiff. Erster Sieg als neuer Trainer im Pflichtspiel. Sehr, sehr gut. Ehren Dingshi natürlich auch mit einer 8,5. Aber ja, Beste mit 3 Toren. Und am Ende, glaube ich, verdient. Am Ende war es dann vielleicht auch eine Kraftsache. Keine Ahnung, aber haben wir richtig, richtig gut gemacht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Hat mein Co-Trainer auch so weitergegeben. Perfekt. Dann fahren wir einmal fort. 1:4. Was haben wir hier? Reaktion der Fans. Anständiges Ergebnis. Fantastisches Ergebnis. Ja. Bin ziemlich beeindruckt von Ehren Dingshi, aber auch von Jan-Niklas Beste. Ne? Müssen wir auch beeindruckt sein. Schauen wir mal auf die anderen Ergebnisse. Gibt es hier irgendwelche Überraschungen? Gladbach 8:2. Ja, Leverkusen hat sich auch schwer getan. Frankfurt kommt auch weiter. Moani und Paxton Aronson sogar zweimal okay. Ja, haben wir hier Bremen gewinnt im Elfmeterschießen, glaube ich. Genau. Stuttgart, Wolfsburg. Schauen wir uns mal die ganze Runde an, ob es hier irgendwelche Ergebnisse gibt. Okay, die anderen müssen noch spielen. Oh, Osnabrück gewinnt gegen Bochum. Das ist eine Überraschung. Da fällt schon mal ein Favorit raus. Dann gehen wir nochmal weiter. Also, erstes Spiel haben wir gewonnen. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Theo Marosevic. Für die Heidenheim U19. Rückennummer zuweisen. Das macht mal Mainka mit der Begrüßung. Arm auf die Schulter legen. Sie haben ihren Arm und Mainka gelegt. Seine Körpersprache blieb jedoch unverändert. So, das scheint eine vernünftige Idee zu sein. Genau. Rückennummer zuweisen. Machen wir automatisch. Genau, fortfahren. Und dann haben wir jetzt das nächste Spiel gegen Wolfsburg. Oder unser erstes Bundesligaspiel überhaupt. Gab es hier jetzt noch irgendeine Überraschung? Ich glaube ja nicht. Ah, doch, Dortmund. Ha! Dortmund ist ausgeschieden. Erste Runde gegen 1860. Da haben wir schon mal die erste Überraschung. Und ansonsten haben wir noch irgendwelche Spiele. Spiele und Ergebnisse. Gucken wir mal, gab es nur diese Spiele? Das ist ein bisschen wenig. Ach, hier. Maccabi gegen Nürnberg ist noch nicht gespielt worden. Aber wir fahren mal fort. Es gibt natürlich noch einen Sonntag, wo gespielt wird. Gehen wir mal hier rein in Social Feed. Das hatten wir ja gerade schon. Robin Koch feiert sein Debüt, diese echten Transfers. Leipzig holt den Titel im Supercup, ja. Wer hätte das gedacht? So, jetzt gehen wir mal in den Posteingang hier. Ungefährdeter Sieg, da gibt es nochmal ein paar Statistiken, aber gut, die haben wir ja alle gesehen. Aber Überraschung gab es jetzt hier auch wenige, ne? Osnabrück ist halt weiter. Gut, Rot-Weiß Essen, das haben wir schon gesehen. Runde wurde gespielt am 11. August und 12. August. Aber warum habe ich denn hier keine Ergebnisse? Das ist die Frage. Warum habe ich hier keine Ergebnisse? Das ist jetzt hier DFB-Pokal. Ach, die spielen noch. Okay. Das wird alles noch gespielt. Fahren wir mal fort. Ist ja erst Sonntag. Okay. Nächste E-Mail. Okay. Beste ist gut in Form. Jarosch hat nicht genug Superlative für Beste. Ja, ich auch nicht. Also bester Spieler bislang. Maloney bindet sich an Heidenheim. Also ist er auch schon mal ein bisschen länger an uns gebunden. Hier wieder so eine hinterhältige Persönlichkeit. Der Oliver Stein von Sportbuzzer. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Da sage ich ab. Da führe ich gar kein Interview. Der kann mir direkt mal den Buckel runterrutschen. So, vielleicht... Achso, Auslosung in der zweiten Runde. Gut, das ist dann am selben Tag wie gegen Wolfsburg. Wen haben die denn hier? Wind, Kaminski, Wimmer. Frančić haben die verpflichtet. Okay. Der ist, glaube ich, an Darmstadt in echt noch ausgeliehen. Schwächen haben sie bei der Kopfballtechnik und beim Abwurf, bei den Torhütern und gegnerische Formation. Gegen uns wurde also da überzeugt und pro 90 Minuten... Ach, das ist ja wirklich ins Detail. Da wird ja auch auf jede Formation geschaut. Also man konnte mehr Großchancen rausspielen, 3 Großchancen mehr rausspielen als zulassen, wenn der Gegner im 4-3-3 gespielt hat. Oder beziehungsweise wenn man selber im 4-3-3 gespielt hat. Das ist ja Wahnsinn. Da kommen ja noch mehr Details jetzt ans Licht, als mir überhaupt vorher bewusst war. Aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für die zweite Folge. Wir gucken mal. Hier gab es auch eine kleine Überraschung. Braunschweig haut Schalke raus. Auch Elversberg kommt weiter. Sandhausen gegen Gütersloh. Führt mit einem 9:0. Rostock scheidet aus gegen den FSV Frankfurt. Also auch da ist nochmal eine Überraschung. Hamburg kommt weiter. Maccabi Berlin. Ansonsten eigentlich auch nicht so viel, ja, Großartiges. Aber Schalke raus. Dortmund auf jeden Fall auch schon raus. Das ist, glaube ich, die größte Überraschung, dass die Dortmunder da ausgeschieden sind. Und dann, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen.
Ich hoffe, so wie ich das hier euch präsentiere, ist das ganz gut. Und dann schauen wir mal, dass wir in Wolfsburg, ich weiß gar nicht, gewinnen. Weiß ich nicht, unentschieden wäre schon geil, glaube ich. Aber wird sehr, sehr schwer, auch so generell die Klasse zu halten. Aber wir gehen es an mit der Truppe hier. Ich glaube, das ist eine schlagfertige Truppe. Das werden wir hinkriegen. Und warum soll das nicht auch in der Bundesliga klappen? Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.